Christian, Christian, Christian! Papa, was ist los? Es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit aufzustehen. Wie viel Uhr ist es denn? Es ist schon 13 Uhr. Komm, steh auf jetzt. Komm ins Wohnzimmer, sobald du fertig bist. Komm ins Wohnzimmer, sobald du fertig bist. Ja, okay. Zieh dich warm an. Wir gehen etwas spazieren. So, ich bin fertig. Ich frage mich, was Papa tun will. Naja, etwas an die frische Luft gehen kann nie schaden. Naja, etwas an die frische Luft gehen kann nie schaden. Wo ist Papa? Zuerst scheucht er mich aus dem Bett und jetzt muss ich wieder auf ihn warten. Papa, wo bleibst du? Ich bin schon längst fertig. Ich komme sofort. So, hier bin ich. Die paar Minuten hättest du mich ruhig noch schlafen lassen können. Hab dich nicht so, Christian. Jetzt bin ich doch da. Hab dich nicht so, Christian. Jetzt bin ich doch da. Und außerdem ist es 13 Uhr. Egal jetzt, lass uns losgehen. Warum halten wir an, Papa? Ich wollte eigentlich einfach nur mit dir reden. Ich wollte eigentlich einfach nur mit dir reden. Aber schau mal, wie es hier aussieht. Versteh mich nicht falsch, Christian. Ich liebe Silvester. Aber ich hasse es, wie die Leute ihre Sachen einfach hier liegen lassen. Es sieht wirklich schrecklich aus. Hoffentlich kümmert sich jemand darum. Dafür sind wir jetzt hier. Aber das hier waren wir doch gar nicht. Wenn du ein Problem siehst, solltest du dich darum kümmern. Wenn du ein Problem siehst, solltest du dich darum kümmern. Egal, ob du der Verantwortliche bist oder nicht. Ja, das stimmt, Papa. Dann lass uns mal anfangen. Das war, glaube ich, alles. Schau, das war doch nicht so schlimm. Es hat zwar keinen Spaß gemacht, aber jetzt hat man ein gutes Gewissen. Es hat zwar keinen Spaß gemacht, aber jetzt hat man ein gutes Gewissen. Ein gutes Gewissen hält länger als kurzer Spaß. Es ist ganz wichtig, so zu denken, Christian. Das merke ich mir, Papa. Danke. Jetzt lass uns zum See gehen. Da liegt bestimmt auch Müll rum. Wir sind da. Was wolltest du mit mir besprechen, Papa? Nicht viel eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass du aufpassen solltest. Ich wollte dir nur sagen, dass du aufpassen solltest. Wovor soll ich aufpassen? Wegen Maria. Hast du ein Problem mit Maria? Nein, aber ich sag es mal so. Ich würde Enkelkinder natürlich lieben. Aber ihr zwei seid noch etwas zu jung für sowas. Und deshalb immer wenn ihr... Ja, Papa. Ich verstehe schon. Mach dir da keine Sorgen. Perfekt. Schau mal da hinten. Auf dem See liegt auch etwas Müll rum.
Auf dem See liegt auch etwas Müll rum. Da würde ich nicht hingehen. Es ist ziemlich gefährlich. Warte du hier, Papa. Oh je, pass auf. Schau, Papa, ist doch gar kein Problem. Sei vorsichtig, Christian. Ich bin schon fertig. Komm jetzt zurück. Ich komme ja schon. Christian!